Hallo, ich begrüße dich auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über Menschen und auch Kinder, die im November geboren sind, aus der numerologischen, energetischen Sicht. Tatsächlich ist dieser Monat November etwas Besonderes. Wenn wir nach draußen schauen, ist es oft dunkel, regnerisch, kalt und wir gehen tief in die Seele. Manche fühlen sich gar nicht so wohl in diesem Monat. Andere gehen wirklich in die Tiefe, suchen nach etwas. Das ist November. November, die Zahlen 11 können auch Wurzeln sein, können Antennen nach oben sein und tatsächlich Kinder. Und du bist, wenn du im November geboren bist, auch noch ein Kind oder du warst ein Kind und dieses Kind ist in dir. Diese Kinder haben das überhaupt nicht leicht, in unsere Welt reinzukommen. Denn sie kommen aus einer Energie, die eine Glücksenergie ist. Aus dem Jenseits, aus einer sehr lichtvollen Ebene. Diese Kinder kommen auf die Welt in unsere heutzutage so schwere Schwingung. Ich unterrichte einmal die Woche Musik, Klavier und Gitarre an Kinder. Und dadurch habe ich natürlich einen Kontakt zu Kindern. Und das ist eine besondere Welt. Und interessant ist, dass ich mehrere Kinder habe, die im November geboren sind. Diese Kinder waren im Vorleben schon Musiker oder Forscher. Und wenn sie auf die Erde kommen, sind sie sehr, sehr akustisch. Akustisch, sie wollen wissen, wie die Dinge auf dieser Welt funktionieren. Das sind besondere Kinder. Man braucht einen besonderen Zugang zu diesen Kindern. Oft ist das sinnvoll, für dieses Kind ein musisches Gymnasium zu finden oder eine andere Ausbildung, etwas Besonderes. Es ist sehr wichtig für die Eltern zu verstehen, dass dieses Kind anders ist. Dieses Kind hat eine andere Schwingung und diese Kinder, wenn sie nicht verstanden werden, auch später als Erwachsene, gehen dann in die Sucht rein oder begehen sogar Suizid. Finde einen Zugang zu deinem Kind, wenn dein Kind im November geboren ist. Akzeptiere, dass die Schwingung von diesem Kind höher ist als deine Schwingung, eventuell. Es sei denn, du bist selber im November geboren oder du beschäftigst dich viel mit Musik, Gesang, Wissenschaft, indem du viel forschst, sehr viel Inspiration hast. Dieses Kind hat eine hohe Schwingung des Lichtes, der Inspiration, der Musikalität, vom Geistigen. Und diese Kinder wollen sich öffnen, können aber nicht jedem sich öffnen. Und später haben wir Erwachsene, die Alkoholiker werden oder Drogenabhängige oder sich sogar das Leben nehmen, denn sie glauben, dass auf der anderen Ebene, woher sie auch auf die Erde gekommen sind, dass sie ihre Akzeptanz, ihr Glück wiederfinden. Es ist natürlich wichtig für diese Menschen, dass sie in diesem Leben das Glück finden. Für diese Kinder, für diese Erwachsenen ist Musik oder jede andere Art von Kunst sehr wichtig. Diese Kinder lieben Ästhetik, lieben eine schöne, harmonische Umgebung. Eine andere Besonderheit
von diesen Kindern ist, dass sie so hochfrequent sind, so hohe Frequenzen haben, ihre Schwingung ist so hoch, dass sie oft Stimmen hören, Stimmen oder andere Kanäle anzapfen und Informationen bekommen. Natürlich kann ein Kind damit gar nicht fertig werden. Das Kind denkt, oh, ich höre etwas oder ich weiß etwas, meine Eltern sagen mir aber, dass das nicht sein kann. Das Kind verschließt sich und verschließt sich vor seinem Talent, vor seiner besonderen Gabe. Diese Kinder können tatsächlich an Informationen rankommen. Diese Kinder stehen tatsächlich in Verbindung mit etwas Höherem. Deswegen, wenn dein Kind dir etwas erzählt, was du selber nicht siehst oder nicht hörst, vor allem sind sie akustische Kinder, glaube deinem Kind. Das Kind sagt das, was das Kind tatsächlich empfindet. Wenn du jetzt erwachsen bist und ich arbeite mit Kunden und viele erwachsene Menschen, die im November geboren sind, kommen zu mir. Diese Menschen haben massive Schwierigkeiten mit der Realität, mit dem Leben jetzt auf der materiellen Ebene. Diese Menschen sind hochsensitiv, sehr empfindlich und nehmen viele alltägliche Dinge ganz anders wahr. Für diese Menschen ist es wichtig, ein Kontakt zu einem Menschen, mit dem sie über ihr besonderes Empfinden reden können. Denn erst dann glauben sie, dass sie voll in Ordnung sind. Sonst glauben diese Menschen oft, dass es etwas mit denen nicht stimmt. Und das eben stimmt nicht. Die sind voll in Ordnung. Die haben eine höhere Schwingung als die meisten von uns. Die sind dem Licht näher als die meisten von uns. Sehr viele Sänger, Musiker, berühmte Forscher, Psychologen haben diese Zahl in sich. Entweder sind die im November geboren oder am 11. Geborene oder die Lebenszahl ist die Zahl 11. Wenn du solche Menschen in deiner Umgebung hast, kritisiere diese Menschen nicht. Verstehe, dass dieser Mensch vielleicht in einer anderen Realität lebt, die genauso wahr ist und genauso ein Anrecht auf ihre Existenz hat wie unsere Realität. Diese Menschen sind wunderbare Seelen, sehr, sehr feine Menschen. Diese Kinder haben oft Probleme in der Schule oder in einem normalen Job. Die nehmen zu viel Information wahr. Sie wissen mehr, als man denkt. Sie spüren mehr, als man denkt. Sie sehen die Welt oft akustisch. Die hören vielleicht sogar Schwingungen von anderen Menschen. Ganz schlecht ist, wenn in der Familie, wenn dieser Mensch noch klein ist, kleines Kind, wenn in dieser Familie gestritten wird. Das Kind wird sich verschließen. Denn für so ein feines akustisches Kind ist jeder Streit ein Trauma. Diese Kinder lieben Harmonie, brauchen Harmonie. Diese Kinder brauchen sehr viel Akzeptanz, Liebe, Unterstützung. Die sind geborene Forscher, die wollen wissen, wie die Welt funktioniert. Sie wollen, manchmal machen sie was kaputt, um zu forschen. Denn sie bekommen auch Informationen von oben, wie die Dinge funktionieren. Aber erst, wenn sie diese Dinge in die Hand nehmen und was probieren. Deswegen experimentieren diese Kinder gerne. Ich unterrichte zum Beispiel Klavier einem Kind, das Kind ist 6 Jahre alt. Und das Kind probiert jeden Ton und dann probiert er noch den zweiten und dann probiert er das ganze Piano, alle Töne auf einmal. Das Kind forscht. Das Kind macht das nicht mit Absicht, um jemanden zu nerven, sondern
Es ist ein Forscher, ein Musiker, ein sehr kreativer Mensch. Wenn ich sage Kind, ich sage auch Erwachsene. Denn in der Seele sind wir alle Kinder noch. Und wenn du im November geboren bist, dann ist wichtig, dass du verstehst, ja, ich bin anders. So wie ich bin ich voll in Ordnung. Ich habe besondere Gaben. Sehr viele Astrologen, Psychologen, Numerologen, spirituelle Menschen sind im November geboren oder am 11. oder die Lebenszahl ist 11. Das sind Menschen der Zukunft. Das sind Menschen, die schon die Zukunft empfangen. Geniale Menschen. Und wenn du mehr über die Numerologie wissen möchtest, habe ich ein Buch. Und wenn du dieses Buch für dich oder für jemanden jetzt zu Weihnachten oder zum neuen Jahr schenken möchtest, dann biete ich momentan, ich versende diese Bücher selber. Ich habe Bücher zu Hause in Deutsch, Englisch und Spanisch. Ich werde jedes Buch signieren und du bekommst das Buch zu einem günstigeren Preis als bei Amazon oder auf meiner Webseite. Du bekommst dieses Buch für 12 Euro mit meiner Signatur plus Versand. Damit du dieses Buch bekommst, unten steht eine E-Mail und kontaktiere mich. Und wenn du Freunde hast in Spanien, in Lateinamerika oder Englisch sprechende, das gleiche. Ja, ich signiere das Buch und du bekommst das Buch für den besonderen, günstigen Preis zugeschickt. Von mir direkt. Und natürlich lade ich dich zu meinen kommenden Webinaren ein. Das erste Webinar kommt am 29. November. Ich habe den Tag extra ausgewählt. 29. 2 plus 9, 11. November 11. Wir lernen Feinfühligkeit, hell wissen, hell sehen, hell hören, hell spüren, mit vielen, vielen Übungen aus der Schule für Remote Viewing und Hellsichtigkeit. Hell hören, hell wissen, hell hören braucht man im alltäglichen Leben, egal in welchem Beruf du bist. Denn dann sind wir im Einklang mit dem ganzen Universum. Und natürlich lade ich dich herzlich ein, eine Ausbildung zum vedischen, astrologischen, numerologischen Berater zu machen, die 9 Monate dauert. Diese Ausbildung startet am Montag, 25. November um 18 Uhr. Wir treffen uns jeden Montag für 3 Stunden live. Das heißt, wir werden 9 Monate einen langen Weg zusammengehen als ein Team, als eine Familie. Wir werden uns gegenseitig kennenlernen. Wir werden 9 Monate lang in diesen Lichtenergien verbringen, in diese tollen Schwingung des alten Wissens, und das wird dein Leben auch komplett transformieren, komplett verändern. Und außerdem wirst du danach Menschen beraten können und egal ob du als Berater oder als Arzt oder sonst wie arbeitest, kannst du dieses Wissen in jedem Beruf, sogar als Chef oder für jegliche Beratung, für jede Arbeit mit Menschen, kannst du dieses Wissen anwenden. Denn dann weißt du über einen Menschen viel mehr, als du denkst, und bekommst einen Zugang zu diesem Menschen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und alles, alles Gute. Und bis zum nächsten Video. Deine Inga.